man ein Modell unseres Sonnensystems betrachtet, fällt sofort etwas auf. Alle 8 Planeten bewegen sich nahezu in derselben Ebene um die Sonne, fast wie Murmeln auf einem riesigen, flachen Tablett. Das ist keineswegs selbstverständlich. Ein Planetensystem könnte genauso gut chaotisch in alle Richtungen des Weltraums verteilt sein. Die Antwort, warum das nicht so ist, liegt in der gewaltsamen, wirbelnden Geburt unseres gesamten Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Alles begann mit einer riesigen, diffusen Wolke aus Gas und Staub, hauptsächlich Wasserstoff und Helium, die sich über Lichtjahre im Raum erstreckte. Solche sogenannten Molekülwolken sind niemals perfekt stabil. Kleinste Störungen, etwa die Schockwelle einer nahen Supernova, können genügen, um den Kollaps einer solchen Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft auszulösen. Genau ein solcher Kollaps markierte vor rund 4,6 Milliarden Jahren die Geburtsstunde unseres Sonnensystems. Der Schlüssel zur Flachheit liegt in einem fundamentalen physikalischen Prinzip, der Erhaltung des Drehimpulses. Jede noch so diffuse Gaswolke besitzt eine winzige Restrotation, meist verursacht durch die allgemeine Rotationsbewegung der gesamten Galaxie oder durch turbulente Strömungen in der Wolke selbst. Während die Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert und sich dabei immer weiter verdichtet, muss sich diese Rotation, ganz analog zu einer Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht, drastisch beschleunigen, um den Drehimpuls zu erhalten. Das Ergebnis ist eine zunehmend schnell rotierende, sich verdichtende Wolke. Genau diese schnelle Rotation ist der Grund für die Abflachung. Entlang der Rotationsachse wirkt keine Fliehkraft, weshalb Material in dieser Richtung ungehindert weiter nach innen fallen kann. Senkrecht zur Rotationsachse hingegen wirkt die Zentrifugalkraft der Rotation der Schwerkraft entgegen und bremst den Kollaps in dieser Richtung ab. Das Ergebnis dieses Wechselspiels, die ursprünglich annähernd kugelförmige Wolke, kollabiert entlang der Pole viel schneller als entlang des Äquators und formt sich so unweigerlich zu einer flachen, rotierenden Scheibe, der sogenannten protoplanetaren Scheibe. Der weitaus größte Teil der Masse dieser Scheibe, über 99%, sammelte sich im Zentrum, wo Druck und Temperatur schließlich hoch genug wurden, um Kernfusion zu zünden, die Geburt unserer Sonne. Der verbleibende Rest an Gas und Staub blieb als dünne, sich um die junge Sonne drehende Scheibe zurück, aus der sich in den folgenden Jahrmillionen alle Planeten, Monde, Asteroiden und Kometen unseres Sonnensystems bildeten. Logischerweise fast alle in ungefähr derselben Ebene, weil sie eben genau aus dieser flachen Scheibe entstanden sind. Innerhalb der protoplanetaren Scheibe verklumpten winzige Staubkörner zunächst durch elektrostatische Kräfte zu größeren Brocken, sogenannten Planetesimalen. Diese Planetesimale kollidierten und verschmolzen im Lauf von einigen Millionen Jahren zunehmend zu immer größeren Körpern, bis schließlich planetengroße Objekte entstanden. Weil dieser gesamte Prozess innerhalb der Scheibe stattfand, behielten auch die daraus entstandenen Planeten zwangsläufig ähnliche Bahnneigungen relativ zur ursprünglichen Scheibenebene bei. Diese Theorie ist längst keine reine Spekulation mehr. Moderne Teleskope, allen voran das Atacama Large Millimeter Array ALMA in Chile, haben in den letzten Jahren zahlreiche junge Sternsysteme fotografiert, die sich noch mitten in diesem Entstehungsprozess befinden. Darunter das berühmte Bild des Sterns HL Tauri aus dem Jahr 2014, das eine deutlich sichtbare, flache protoplanetare Scheibe mit ringförmigen Lücken zeigt, in denen sich vermutlich gerade neue Planeten formen. Solche direkten Aufnahmen bestätigen das theoretische Modell eindrucksvoll. Auch wenn das Sonnensystem insgesamt sehr flach ist, gibt es kleinere Abweichungen. Die Bahnebene des Merkur ist beispielsweise um etwa 7 Grad gegenüber der mittleren Ekliptik, der Bahnebene der Erde, geneigt. Und Zwergplaneten wie Pluto weichen mit rund 17 Grad noch deutlich stärker ab. Solche Abweichungen entstehen meist durch spätere gravitative Störungen, etwa durch nahe Begegnungen mit anderen Objekten oder Resonanzeffekte mit größeren Planeten wie Jupiter, die die ursprünglich perfekt flache Anordnung über Jahrmilliarden leicht durcheinander bringen. Ein interessantes Detail, das lange als Rätsel galt. Die Rotationsachse der Sonne ist gegenüber der mittleren Bahnebene der Planeten um etwa 6 Grad geneigt. Eigentlich unerwartet, wenn beide aus derselben Wolke entstanden sein sollen.
Eine 2019 in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie schlägt vor, dass ein bislang unentdecktes, massereiches Objekt in den äußeren Regionen des frühen Sonnensystems, möglicherweise ein 9. Planet, diese leichte Neigung durch seine gravitative Wirkung verursacht haben könnte. Eine Hypothese, die bis heute diskutiert, aber nicht abschließend bewiesen wird. Besonders aufschlussreich sind Fälle, in denen der beschriebene Entstehungsprozess gestört wurde, weil sie die zugrunde liegende Theorie gewissermaßen durch ihr Fehlen bestätigen. 2020 entdeckten Astronomen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ein sogenanntes polares Exoplanetensystem namens 2M1510, bei dem ein Planet nicht in der flachen Scheibenebene, sondern nahezu senkrecht dazu um ein enges Doppelsternsystem kreist. Solche Ausnahmen entstehen typischerweise, wenn die Gravitation eines zweiten, nahen Sterns das ursprüngliche Scheibenmaterial während der Entstehungsphase stark genug stört, um die eigentlich erwartete flache Anordnung zu verhindern. Ein Beweis dafür, wie empfindlich der beschriebene Abflachungsprozess tatsächlich auf sein Umfeld reagiert und wie sehr die überwiegende Mehrheit der normalen, flachen Systeme, wie unseres, tatsächlich die Regel und nicht die Ausnahme bestätigt. Auch nach Abschluss der eigentlichen Planetenbildung bleibt die flache Grundstruktur meist erhalten, sichtbar in sogenannten Trümmerscheiben, englisch Debris Disks, aus Staub und Gesteinsbrocken, die von Kollisionen zwischen bereits fertig gebildeten Objekten übrig bleiben. Das gut untersuchte, bereits erwähnte System Beta Pictoris ist ein Paradebeispiel dafür. Seine markante, extrem flache Staubscheibe, erstmals 1984 direkt fotografiert, bestätigt eindrücklich, dass die anfängliche Scheibenform eines Sternsystems auch Jahrmillionen nach der eigentlichen Sternenentstehung noch klar erkennbar bleibt. Die Drehimpulserhaltung erklärt zwar überzeugend, warum das Sonnensystem flach wurde, wirft aber ein zweites, lange ungelöstes Rätsel auf. Obwohl die Sonne über 99,8% der Gesamtmasse des Sonnensystems in sich vereint, trägt sie nach heutigen Messungen nur etwa 2% seines gesamten Drehimpulses. Die Planeten, allen voran der massereiche Jupiter, besitzen den weitaus größeren Anteil, obwohl sie zusammen kaum 1 Promille der Gesamtmasse ausmachen. Nach der reinen Theorie der Drehimpulserhaltung müsste die kollabierende Sonne eigentlich extrem schnell rotieren. Tatsächlich dreht sie sich aber vergleichsweise gemächlich, einmal etwa alle 27 Tage um die eigene Achse. Dieses sogenannte solare Drehimpulsproblem beschäftigte Astrophysiker über Jahrzehnte. Die heute akzeptierte Lösung liegt in einem Mechanismus namens magnetische Bremsung, englisch Magnetic Braking. Die junge, noch von ihrer protoplanetaren Scheibe umgebene Sonne besaß ein starkes Magnetfeld, das sich mit dem ionisierten Gas der umgebenden Scheibe koppelte, ähnlich wie ein Bremsklotz, der über eine rotierende Scheibe reibt. Über diese magnetische Kopplung wurde ein erheblicher Teil des ursprünglichen Drehimpulses der Sonne effektiv auf die weiter außenliegende Scheibe und die daraus entstehenden Planeten übertragen, bevor sich die Scheibe nach einigen Millionen Jahren größtenteils auflöste. Zusätzlich verlor die junge Sonne durch einen intensiven Sonnenwind, den sogenannten T-Tauri-Wind, in ihrer frühen, besonders aktiven Phase weiteren Drehimpuls direkt ins All. Beobachtungen junger sonnenähnlicher Sterne mit ihren eigenen protoplanetaren Scheiben, etwa durch das Kepler-Weltraumteleskop, haben diesen Mechanismus inzwischen auch an anderen Sternsystemen bestätigt und liefern damit eine wichtige zusätzliche Erklärung dafür, wie unser Sonnensystem seine heutige charakteristische Verteilung von Masse und Rotation erhielt. Zusammengefasst: Unser Sonnensystem ist flach, weil es aus einer rotierenden, kollabierenden Gaswolke entstand. Die Erhaltung des Drehimpulses zwang diese Wolke dazu, sich zu einer dünnen, rotierenden protoplanetaren Scheibe abzuflachen, aus der sich Sonne und Planeten formten. Ein Prozess, der sich mit modernen Teleskopen inzwischen sogar bei anderen, jungen Sternsystemen live beobachten lässt. Wenn dich solche Entstehungsgeschichten des Kosmos faszinieren, schau dir gerne auch unser Video zur dunklen Materie an, dem unsichtbaren Baumeister der großräumigen Struktur des Universums. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr Weltraumrätsel sehen willst.